Herzlich willkommen Leute, wir spielen heute die Kampagne des neuen Spiel ACE Combat. Dann legen wir gleich los, nehmen die erste Mission verlorener Schmetterling und starten sie. Booting System. It'll be 20 years to the day soon. The day the sky was ripped apart and countless bolts of light rained down upon us. I think this calls for a little history lesson. In 1994, a group of asteroids was discovered taking a long elliptical orbit around the sun. They were created when an unknown asteroid struck the 1986 VG-1 Ulysses, an asteroid in orbit around Jupiter. The orbit of these Ulysses asteroids was on a collision course with Earth with an estimated 10,000 meteors set to strike the surface. Since there was no way to divert the orbit of each asteroid, construction began on a vast anti-air railgun network, a last-ditch effort to intercept and destroy the meteors. They built 6 facilities. The test unit Type 0 was built in China. Type 1 was built in America, and then 4 Type 5 units were built in Australia, Turkey, Namibia, and Argentina. In July 1999, the asteroids began to strike. Thanks to the railgun network, damage was kept to a bare minimum. Only about enough to destroy the entire world order. Never in its existence had mankind experienced such a catastrophe. It came to be called the Ulysses disaster. The near-total loss of infrastructure led to economic chaos, particularly in the hard-hit Eurasian continent. To avoid total breakdown, the nations of Asia and Southern Europe rearranged themselves into regional federations. Military budgets were slashed, and the Federation poured most of their money into rebuilding. The depletion of energy sources brought on by the loss of territory soon proved to be a major problem, one that quickly led to an escalation in disputes over natural resources. We'll continue this later. Verlorener Schmetterling, Mission 1. Lasst uns mal loslegen. Alright, time to start the briefing. We've got a new guy here today. I'll have to cut the introduction short. My name's Goodfellow, and I'm your rep from the Arrows. As you know, Arrows is a mercenary force specializing in aerial warfare. Some people like to call us pirates. I prefer they'd call us privateers, at least. We are being employed by the UN Security Council, after all. Anyway, UNSC's Military Staff Committee just sent Arrows a request for deployment. It was originally going to be an escort mission for the UNF Pacific Fleet stationed in Tokyo Bay, but that's changed. We now have multiple unknown UAVs flying toward Area J4E, Japan's former capital of Tokyo. In other words, right here. The UAVs are likely armed. We need them down before they reach city limits. This will be the first sortie for the rookie here. TAC name, Reaper. Here's your emblem. Omega from the Bone Arrow Flight will be supporting you on this mission. Follow his instructions. I'll be expecting results, you hear? Dismissed. Okay. Wir haben also 2 Kameraden. Schauen wir uns mal kurz den Einsatzbericht an. Okay, den hatten wir ja schon. Alright, time to start the briefing. Okay, hatten wir schon. Kanga, okay, da können wir jetzt noch nichts machen. Nach der ersten, oder eben vor der ersten Mission haben wir ja noch nichts. Dann starten wir gleich die Mission. Treibstoffauswahl, Hilfe, um einen Einsatz zu starten, müssen Sie den Treibstoff für Ihr Flugzeug auswählen. Bereitgestellter Treibstoff, dieser Treibstoff wird in gewissen Periodenabständen aufgestockt. Vorratstreibstoff, diese zusätzliche Treibstoff erhalten Sie durch Spielen des Spiels, Herausforderungen abschließen. Sie können ihn auch über die PlayStation Store kaufen. Ja, wir starten mit verfügbarem Treibstoff. Okay. Ja, es sind ja zweimal dieselben Flugzeuge, bloß das eine ist halt noch mit Raketen ausgestattet. Starten wir mal mit dem da. Okay, mal schauen, ob wir das jetzt schaffen, ohne dass unser ganzer Treibstoff alle geht. Okay. Mission 1. Verlorener Schmetterling, 9 Uhr. 1. Mai
2019. Tokio. Missionsabschlussbedingungen: alle zugeteilten Ziele zerstören. Ich sehe einen unserer Partner und einen Haufen Ziele. Pirates, huh? HQ told us to expect you. Good luck out there. Yeah, you too. Good fellow to all bone arrows. We will now commence mission operations. Engage any enemy craft you come across. Omega affirmative. Bandits on our 12. Probably surveillance Das sind die ersten UAVs. Cleared to engage. Keep Die yourself wir together. abschießen. These Okay, drones 2 are Stück haben wir jetzt. all enemy UAVs down. All units. We got new bandits approaching. Hier muss man in der Cockpit-Perspektive Switch to your wide-range battle map. schauen, ob es gut geht, ohne dass wir Show abstürzen. what direction the bandits are coming from. Follow the location. Sollte bis jetzt noch nicht allzu schwer sein. Wir sind ja noch in der ersten Mission. Obwohl, wir müssen uns ja hier erstmal dran gewöhnen. Oha. Also getroffen haben wir ihn, aber nicht zerstört. Was unter uns? Und im G haben wir dann auch nichts mehr angerichtet. Was ist denn jetzt? So, jetzt haben wir ihn aber. Und da kommt schon die nächste. Jetzt haben wir gerade einen Strömungsabriss gehabt. Naja. Ja, okay, es ist schon um einiges cooler aus dieser Perspektive. Deswegen bleibe ich jetzt mal hinterher. Doch haben wir ihn die Hälfte des Lebens abgezogen. Fehlt. Jetzt. Uns haben ein paar Teile getroffen. Unbekanntes Zielobjekt. Und wir fliegen im Sturzflug auf es zu und feuern unsere Raketen ab. Natürlich hat es geschafft. Naja. Unsere Geschwindigkeit fällt gerade bedenklich. Aber das soll uns ja nicht beunruhigen. Aber man sieht da gleich mal die Überlegenheit der menschlichen Kraft gegen die Computer. Auch wenn ich mir das jetzt nicht so realistisch... Ich denke jetzt nicht, dass das so realistisch in der Wirklichkeit wäre. Ah, okay, die Boote schießen auch. Oder sie werden abgeschossen. Zerstört. Gehen wir mal durch Tokio durch. Bremse rein. Verfolgen den UAV. Einmal um die eigene Achse fliegen, Raketen abfeuern. Holen wir mal ein bisschen Abstand, dass wir ihn wieder richtig anvisieren können. Da ist er. Und wieder Schub geben. Perfekt. So, wenn wir jetzt L2 und R2 drücken, dann können wir unser Schiff wieder in die gleiche in die perfekte Flugposition wieder bringen. Und da ist der letzte, von dem man jetzt irgendwie auch getroffen haben. Abbremsen, die Geschwindigkeit auf 500 wieder bringen. Höchste Kontrolle. So, Radar. Kein Sektor bis jetzt was.
Und wir sind fertig. This is believed to be a Kampfbericht. terrorist attack carried out by armed forces from the Iuli region. It caused extensive damage to Tokyo. The Das ist mit naval den Typen fleet was erstmal reden. also attacked, so the UNF generals are all furious right now. The UAVs they used are an upgraded version of the MQ-90 Quaks, a Japanese-made UAV that's also been deployed in the Americas. It may be unmanned, but it's still a very powerful bomber. It's equipped with an aggressive aerodynamic design and a new type of semi-automatic control system. The UNSC says it's a Werner Noah product. Apparently the control system's a top-secret design that they stole. Werner denies everything, of course. Navigation would normally use a system that relies on improved GPS satellite tech. But this craft uses a different relay system for its operations. We also caught an unknown fighter craft flying at high altitude over the area. The UN's going to raid and inspect Werner's facilities in Iuli and the other special zones shortly. Werner Noah is the biggest company in its field. Normally, the UN doesn't like doing anything to make them angry. Now, though, I guess they don't have much choice. Okay. Also, Kampfbericht. Wir haben 4 UAVs zerstört, 2 unbekannte Flugobjekte und dann nochmal 3 UAVs der Klasse MQ-90. Luft haben wir jetzt 3800 Punkte gemacht, also eben Flugzeuge zerstört, Luftboden 0, wir haben keine Panzer zerstört, Overkill-Bonus gab es keinen, Abschuss-Assist-Bonus haben wir jetzt auch, ja. Haben unsere Partner einfach zu wenig getan. Okay. Mal weiter. Okay. Wir haben die erste Mission beendet. Das war's mit dem ersten Part. Und ich heiße euch dann herzlich willkommen zu unserer nächsten Mission bei ACE